Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um die sogenannte Sternpunktverschiebung, einen Fehler, den jeder Elektriker kennen sollte. Um diesen Fehler gut zu verstehen, schaue ich mir zunächst eine fehlerfreie, ganz einfache Anlage an. Wir sehen hier die beiden Widerstände R1 und R2. Beide werden an jeweils 230 Volt betrieben. Es handelt sich aber nicht um eine Parallelschaltung, da R1 an L1 liegt und an N und R2 liegt an L2 und N. Es handelt sich also tatsächlich um eine Drehstromschaltung, obwohl sich hier nichts dreht. Solche Installationen finden Sie in der Praxis extrem häufig. Im nächsten Schritt rechne ich einmal die Ströme und die Leistung der einzelnen Widerstände aus. Das ist ja recht einfach. Im Verbraucher 1 fließt der Strom I1 gleich U1 durch R1, 230 Volt durch 23 Ohm macht 10 Ampere. Damit ergibt sich eine Leistung P1 gleich U1 mal I1, 230 Volt mal 10 Ampere gleich 2300 Watt. Es handelt sich also um einen Verbraucher, der für 2300 Watt ausgelegt ist. Verbraucher 2, der Strom ist I2 gleich U2 durch R2, 230 Volt durch 46 Ohm macht 5 Ampere. P2 gleich U2 mal I2, 230 Volt mal 5 Ampere macht 1150 Watt. Dieser Verbraucher ist für 1150 Watt ausgelegt. Nun schaue ich mir die gleiche Schaltung noch einmal an, jedoch mit dem Fehler, der zu der sogenannten Sternpunktverschiebung führt. Vorweg möchte ich sagen, dass dieser Fehler extrem teuer werden kann. Es kann, wenn der Fehler an der entsprechenden Stelle geschieht, passieren, dass alle Wohnungen eines Hauses gleichzeitig betroffen sind. Also beispielsweise, wenn dieser Fehler im Hausanschlusskasten auftritt. Dieser Fehler kommt recht häufig vor, durch Alterung der Anlage, dadurch, dass sich dann Klemmen gelöst haben, dadurch, dass unvorsichtig gearbeitet wird und dabei der Neutralleiter unterbrochen wird. Aber häufig ist man sich auch nicht unbedingt darüber im Klaren, dass man meistens in einem Drehstromsystem arbeitet und nicht einfach Parallelschaltungen aufbaut. Das sollte man sich als Elektrofachkraft immer wieder vor Augen führen. Der Fehler besteht darin, wie bereits gesagt, dass der Neutralleiter unterbrochen wird. Durch lose Klemmen, durch Klemmfehler, durch unvorsichtiges Hantieren. Wenn der Neutralleiter in dieser einfachen Schaltung unterbrochen wird, bedeutet das, dass diese beiden Widerstände nun in Reihe geschaltet sind. Vorher befanden sie sich in einer Drehstromschaltung, jetzt sind sie in Reihe geschaltet. Da zwischen L1 und L2 eine Spannung von 400 Volt besteht, teilt sich nun diese Spannung auf diese beiden Widerstände auf. Ich werde jetzt wieder den Strom bestimmen, der nun durch diese Schaltung fließt. Es handelt sich jetzt um eine Reihenschaltung mit zwei Widerständen. Es gibt also nur noch einen Strom. Der Strom ist recht einfach zu berechnen. I Gesamt beträgt U, das sind in diesem Fall ja jetzt 400 Volt, durch den Widerstand der Reihenschaltung bestehend aus R1 und R2, das sind 23 Ohm plus 46 Ohm. Wenn ich das durchrechne, komme ich auf 5,8 Ampere. Durch die beiden Widerstände fließt ein Strom von 5,8 Ampere. Der Gesamtstrom von 5,8 Ampere bedeutet aber auch, dass die Spannung U1 nun I mal R1 gleich 133,4 Volt beträgt, statt wie zuvor 230 Volt. Das bedeutet wiederum auch, dass die Leistung im Widerstand R1 P1 gleich U1 mal I Gesamt gleich 133,4 Volt mal 5, Ampere 774 Watt statt wie zuvor 2300 Watt beträgt. Der Verbraucher wird also statt mit 2300 Watt nun mit 774 Watt betrieben. Man darf hier kaum erwarten, dass dieser Verbraucher noch ordnungsgemäß funktioniert. Im Verbraucher 2 ist die Situation noch viel kritischer, denn am Verbraucher 2 fällt nun eine Spannung U2 gleich I Gesamt mal R2, 5,8 Ampere mal 46 Ohm gleich 267 Volt statt 230 Volt ab. Das hört sich vielleicht noch nicht so dramatisch an, denn die Spannung ist nur um 16% erhöht worden. Jedoch muss ich bedenken, dass die Leistung eines Verbrauchers quadratisch von der Spannung abhängt. Wenn ich nun die Leistung durchrechne, P2 ist gleich U2 mal I Gesamt ist gleich 267 Volt mal 5,8 Ampere, so komme ich auf 1549 Watt statt wie zuvor 1150 Watt. Das heißt, dass die Leistung sich um 35% erhöht hat.
Es ist nicht zu erwarten, dass der Verbraucher diese Situation übersteht. Man kann sich nahezu sicher sein, dass dieser Verbraucher nach kurzer Zeit defekt ist. Man muss auch bedenken, dass es keine Sicherungsmaßnahmen in der Anlage gibt, die bei diesem Fehler reagieren. Es wird also keine Sicherung abschalten. Das heißt, der Fehler bleibt relativ lang bestehen. Diese zu hohe Leistung wird fortlaufend in dem Verbraucher umgesetzt. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Verbraucher defekt ist und vielleicht sogar anfängt zu brennen. Sie sollten also bei Ihren elektrischen Arbeiten immer daran denken, dass Sie niemals unkontrolliert den Neutralleiter abklemmen dürfen. Es darf Ihnen auch nicht passieren, dass Sie eine Anlage einschalten, in der der Neutralleiter nicht ordnungsgemäß angeklemmt ist. Es kann sein, dass bis zu 50% der Verbraucher in einer Anlage gleichzeitig dabei draufgehen. An dieser Stelle denke ich immer über Schwarzarbeit nach. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten schwarz auf eigene Kappe, dann sind Sie nicht versichert gegen die Schäden, die Sie bei Ihrer Arbeit möglicherweise anrichten. Und wenn Ihnen dann sowas passiert in einer großen Anlage, haben Sie einen Riesenschaden angerichtet, für den Sie möglicherweise dann auch noch aufkommen müssen. Es gibt viele Gründe gegen Schwarzarbeit. Das hier ist ein sehr deutlicher Grund, der dagegen spricht. Fazit der ganzen Geschichte: Passiert es Ihnen, dass Sie in einer Anlage den Neutralleiter unterbrechen, so wird an vielen Verbrauchern die Spannung stark herabsinken. An einigen Verbrauchern wird sie stark steigen und diese Verbraucher werden mit großer Wahrscheinlichkeit anschließend defekt sein. Und es kann natürlich zu Folgeschäden wie Brennen etc. führen und es entsteht ein riesiger Sachschaden. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen die Sternpunktverschiebung nahebringen. Ich hoffe, Sie haben sie gründlich verstanden und noch mehr hoffe ich natürlich, dass Sie bei Ihren Arbeiten sehr darauf achten, dass Ihnen dieser Fehler nicht passiert. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank.